Die Novo Nordisk Aktie bietet dir jetzt eine Kaufchance. Ist nun der Zeitpunkt gekommen, bei der Aktie zuzugreifen? Langfristig investieren, entspannt Vermögen aufbauen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Heute werfen wir zusammen einen Blick auf die Novo Nordisk Aktie und entscheiden, ob sich jetzt hier endlich mal ein wirklich gutes Kaufsignal ergeben hat. Nochmal kurz zum Unternehmen selber. Wir sind jetzt hier in der Branche Pharma und Biotechnologie unterwegs und Novo Nordisk ist der absolute Weltmarktführer im Bereich Diabetesmedikamente und Insulin, also sowas wie Wegovy und Ozempic. Man hat also ganz klassisch patentgeschützte Medikamente, die Ihnen jetzt hier hohe Margen sichern, aber einerseits natürlich auch eine langfristige Abhängigkeit schaffen. Ja, sie haben eine starke Marktstellung in GLP-1-Therapien, einerseits für Diabetes, aber auch für Adipositas, und die sind absolut revolutionär, diese Errungenschaften, die man jetzt hier erreicht hat bei Novo Nordisk. Also wirklich sehr, sehr starkes Unternehmen. Hier im letzten Jahr ist jetzt dieser Aktienkurs unglaublich deutlich korrigiert. Wir sind hier von 140 US-Dollar, ist jetzt in dem Fall die ADR, runtergekommen bis auf 90 US-Dollar. Also wir erleben jetzt hier bei Novo Nordisk eine historische Korrektur. Resultierend aus dieser Korrektur könnte sich natürlich auch eine historische Kaufchance ergeben. Und wir sehen natürlich, dass jetzt dieser Absturz wirklich eine absolut historische Korrektur darstellt. Also davon können wir auf jeden Fall ausgehen, dass das jetzt hier schon eine eher ungewöhnliche und wirklich einmalige Chance sein könnte, vielleicht sogar in diesem Jahrzehnt. Also deutliche Korrektur liegt natürlich einerseits an eher schlechteren Ergebnissen, was die Forschung angeht. Also hier waren die Erwartungen einfach wirklich hoch. Und jetzt in letzter Zeit sehen wir aber auch so eine kleine Seitwärtsphase hier unten. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich sie jetzt gerade nochmal sehr, sehr spannend finde und ich euch heute nochmal mitgebracht habe. Außerdem hat Novo Nordisk hier im Februar die Zahlen für 2024 vorgelegt, also für das komplette Geschäftsjahr. Und wir können sehen, dass wir hier ein Sales-Wachstum von 26% erreichen konnten. Also wirklich extrem hohes Wachstum, das Novo Nordisk hier im letzten Geschäftsjahr liefern konnte. Und wir haben hier natürlich auch eine schöne, starke Diversifizierung über einzelne Länder hinweg, also 19% in EMEA, 13% in China, 23% im Rest der Welt. Und man hat hier generell auch einfach interessante Märkte, also Insulin, GLP, also Diabetes, aber eben auch hier, um Adipositas zu bekämpfen, und natürlich Rare Diseases. Also hier ist natürlich nach wie vor langfristig großes Wachstumspotenzial drinnen, gerade eben durch diese steigenden Adipositas- und Diabetesraten weltweit. Also da steckt einfach auch ein unglaublich ein hoher Megatrend, sage ich mal, dahinter, der hier weiterhin das Wachstum von Novo Nordisk befeuern sollte. Gerade auch mit diesen GLP-1-Patienten, also alles, was Diabetes angeht, da hat sich jetzt hier diese Patientenreichweite verdreifacht in den letzten 3 Jahren. Also hier ist einfach ein wirklich unglaublich hohes Wachstum dahinter, muss man einfach festhalten, ist natürlich auch eigentlich eine sehr, sehr schlechte Entwicklung, aber hier zeigen die Trends immer weiter nach oben und man geht weiter davon aus, dass diese Krankheit einfach ein immer größer Fuß in unserer Gesellschaft fassen kann. Die Kapitalallokation sieht aktuell so aus, also im Jahr 2024 hat man nochmal eine Dividende erhöht um 21,3%. Also diese Aktie ist auch ein sehr, sehr guter Dividendenwachstumswert. Seit 29 Jahren wird jetzt die Dividende gesteigert, also auch schon eine nette Historie, die sich Novo Nordisk hier aufbauen konnte. Die CapEx Expenditures sollen hier bei 65 Milliarden dänische Kronen in 2025 liegen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn Novo Nordisk ist ein Pharmakonzern. Ja, und die müssen stark in Forschung und Entwicklung investieren, um praktisch neue Indikationen einerseits für bestehende Medikamente zu finden, aber auch um das Portfolio zu erweitern. Das ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit, ein Wettlauf gegen Konkurrenten. Also diese CapEx-Expenditures, diese Ausgaben spielen eine unglaublich wichtige Rolle, um die Zukunft dieses Unternehmens sichern zu können. Denn das sind ja alles Generika, die hier erzeugt werden. Und die haben ja auch eine bestimmte Ablaufzeit, also diese Patente für wichtige Medikamente, wie Ozempic, Wegovy, die laufen auch irgendwann aus, also ungefähr in den 2030er Jahren. Und das könnte dann oder wird sicherlich Druck für diese Generika bedeuten. Und da muss eben Novo Nordisk schauen, dass sie immer am Zahn der Zeit bleiben.
Ja, also wir sehen kapitalallokationsmäßig sehr attraktiv für ja, uns als Aktionär. Gerade hier 2024, 2023, 2022 hat man auch noch eigene Aktien zurückgekauft, also auch sehr attraktiv. Leider möchte man aber aktuell ins Jahr 2025 keine eigenen Aktien zurückkaufen, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Mir persönlich gefällt es immer ja, sehr gut, wenn man die eigenen Aktienanzahl reduziert. Bedeutet Rückenwind und dadurch erhöhen sich natürlich auch die Earnings per Share. Wichtiger Punkt. Hier bietet jetzt Novo Nordisk gleich mal den Financial Outlook für das Jahr 2025 und wir sehen, das Umsatzwachstum soll zwischen 16 und 24% 2025 liegen und auch das operative Einkommen, also der operative Gewinn, soll deutlich anwachsen und zwar zwischen 19 und 27%, also nochmal höher, also 3% höher als das Umsatzwachstum. Gefällt uns natürlich auch hervorragend. Der Free Cashflow soll zwischen 75 bis 85 Milliarden dänische Kronen betragen und liegt damit auch nochmal so circa 20 Milliarden über den CAPEX. Also auch hier anscheinend noch deutlich Luft, um dann hier die Dividende auch zu bedienen. Also alles im grünen Bereich. Aber die CAPEX stellt natürlich dann schon wirklich einen großen Anteil auch da oder macht einen großen Anteil aus von dem Free Cashflow. Genau, also das war es jetzt nochmal so ein bisschen, um die Quartalszahlen zu recappen. Und bevor wir jetzt fundamental die Situation bewerten, wenn du jetzt noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, dann wird es jetzt echt Zeit dafür. Lass gerne mal kostenlos ein Abo da und auf jeden Fall Daumen nach oben nicht vergessen, wenn du dieses Video hier gut findest. Ich mache immer wieder spannende Aktienanalysen. Du siehst hier schon zuletzt zum Beispiel zu Realty Income. Kannst du dir auch gerne auschecken, kannst du dir gerne anschauen. Also unbedingt Daumen nach oben da lassen. So. Gucken wir uns mal die aktuelle Situation an bei Novo Nordisk. Aktuell 385 Milliarden Euro Börsenwert, also auch ein wirklich riesiges Unternehmen. Qualitätscheck ist absolut grün. Hier zeigen auch alle Trends nach oben. Die Prognose geht davon aus, dass Novo Nordisk weiterhin Gewinne und Cashflows steigern wird. Man hat im Moment eine Payout-Ratio von 43%. Die Umsätze, die Margen konnten langfristig schön gesteigert werden. Auch hier zeigt der Trend nach oben. Hier gefällt mir auch vor allem gut, dass die Nettomarge sich in den letzten Jahren ja, immer weiter nach oben hinwegsetzen konnte oder zumindest hier auch mal ein paar Jahre seitwärts gelaufen ist. Was hier die Verschuldung angeht und die Bilanz, sehen wir, dass eine Schuldenquote gesamt von 69% zu Buche steht. Hier ist noch ein bisschen was an Cash und Wertpapieren drin, aber eigene zurückgekaufte Aktien liegen nicht in der Bilanz und auch nur wirklich sehr, sehr wenig Goodwill. Natürlich wunderschön hier zu sehen ist diese Reduzierung der Aktienanzahl. Das ist auch schon ein Trend, der wirklich lange, lange durchgezogen wird von Novo Nordisk. Deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass man da 2025 weitermachen wird. Aber im Moment scheint man dazu nicht gewillt zu sein. Auf jeden Fall ist die Historie auch hier unglaublich attraktiv. Gucken wir uns mal die Multiples an, also die Bewertung im Schnitt der letzten 5 Jahre. Und hier sehen wir auch, dass Novo Nordisk jetzt im Moment unterbewertet erscheint. Wir haben im Moment ein KGV von 28,5 und liegen damit ganz knapp unter dem Durchschnitt. Also aus dieser Warte hier jetzt echt mal ein genauerer Blick wert. Auf Basis des bereinigten Gewinns der letzten 3 Jahre sind wir auch im Moment 10% unterbewertet. Und wenn wir hier mal einen Kauf simulieren und die mittleren Analystenprognosen wählen, bis 2027 hätten wir aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 24,8%. Also hier scheint es wirklich so, als wäre das jetzt eine historische Kaufchance, egal welchen Faktor man jetzt hier anwählt, operativer Cashflow, etc. Also wirklich hier durchaus interessant, diese Bewertung jetzt im Moment und dieser Rücksetzer. Ja, wir kommen natürlich auch aus einer wirklich unglaublich hohen Überbewertung und diese Korrektur war einfach auch mal nötig. Nach so einem Run braucht auch so eine Aktie mal so eine Korrektur. Von dem her ist es auch völlig in Ordnung und absolut im grünen Bereich. Hier sieht man mal die einzelnen Umsatzsegmente, also sehen, Diabetes und Adipositas-Behandlung ist der wichtigste Bereich. Man hat hier noch einen ganz kleinen Bereich mit Rare Diseases, da liegt aber auch die operative Marge deutlich unter dem wichtigsten Hauptsegment. Die regionale Verteilung können wir uns hier anschauen. Wichtigster Markt ganz klar USA und dann jetzt hier die anderen Märkte haben wir ja schon gesehen, EMEA, Rest der Welt und China. Bevor wir jetzt noch einen Blick werfen auf die Dividende von Novo Nordisk, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker, dann kann ich dir Finanzen Net Zero empfehlen. Da kannst du mit dem ersten angepinnten Kommentar
oder dem Link in der Beschreibung einen Konto öffnen und bekommst hier nochmal 5% pro Monat Cashback auf den MSCI World Sparplan. Also gerne mal unten auschecken. Da könntest du jetzt zum Beispiel auch einen Sparplan auf Novo Nordisk erstellen. So, dann gucken wir uns Novo Nordisk und die Dividende an. Im Moment 1,81% Dividendenrendite, wirklich attraktiv. Und wenn wir uns diese Historie anschauen vom Dividendenyield, ist das auch schon eine wirklich hohe Dividende im Vergleich der letzten Jahre. Eine so hohe Dividendenrendite hatten wir zuletzt im Jahr 2021 und wenn wir mal auf den Tacho schauen, dann ist es jetzt auch schon 4 Jahre her. Also eine wirklich historische hohe Dividendenrendite, die man sich jetzt bei Novo Nordisk hier sichern kann. Wenn wir uns die Historie noch genauer anschauen, sehen wir auch, dass die so ein bisschen ja, schwankend ist. Also man macht hier einmal im Halbjahr eine niedrigere Dividende und senkt dann nochmal ab und macht eine höhere. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier quartärlich ausschüttet, sondern es ist hier auch so ein bisschen immer eine höhere und eine etwas niedrige mit dabei. Hier war zum Beispiel auch mal ein Stock-Split mit drinnen, hat man mal die Aktie geteilt. Aber wir sehen also langfristig steigt hier auf jeden Fall die Dividende schön an und man geht eben auch davon aus, dass das Dividendenwachstum so weitergehen soll. Wir sehen ja auch hier 21,28% hat sie betragen und man geht auch davon aus, dass sie wahrscheinlich wieder so knapp unter 20% wachsen wird, die Dividende. Also das ist wirklich schön. Sehen wir auch hier nochmal Dividendenwachstum der letzten 10 Jahre. Da geht auch der Zeiger wirklich schön nach oben bei Novo Nordisk. So, gucken wir uns den Chart an, langfristig gesehen. Wir können sehen, ja, also Monatschart, da geht es eigentlich nur aufwärts. Ist so ein absolut starker Dauerläufer, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also als langfristige Anlage ist, glaube ich, Novo Nordisk wahrscheinlich die beste Pharmaaktie, auch wenn ich da so ein bisschen meine Probleme habe mit dem Pharmasektor. Da könnt ihr euch aber auch noch eine ein bisschen tiefere und etwas ältere Analyse von Novo Nordisk von mir anschauen, gerne mal im Kanal auschecken. Da spreche ich noch deutlich mehr über das Business-Modell von Novo Nordisk und die Probleme, die das auch liefern kann. Aber jetzt hier, wir hatten jetzt eine unglaublich tiefe Korrektur von minus 48%. Also wirklich deutlich tief gelaufen, auch über einen längeren Zeitraum, also ab 2024, Mitte 2024 bis jetzt nur Zeiger nach unten, deutliche Abstürze auch im Kurs, liegen unglaublich hohe Widerstände jetzt auch über uns, die dann auch überwunden werden müssen. Aber es hat jetzt auch ein erstes Kaufsignal, einen ersten Stabilisierungsversuch gegeben. Wir haben da ganz oft drüber gesprochen. Wichtigste Zone war erstmal hier bei 700 dänische Kronen. Da sind wir durchgefallen. Zweitwichtigste Zone jetzt hier bei 580 ungefähr 600 dänische Kronen. Da haben wir uns jetzt auch stabilisiert. Also kurzfristig gucken wir uns jetzt den Chart etwas genauer an. Nachdem wir jetzt diesen deutlichen Absturz auch hatten, befinden wir uns jetzt hier seit Ende 2024 in einer Bodenbildungsphase und die sieht tatsächlich auch schon relativ gut aus. Leider haben wir jetzt noch nicht den Ausbruch hier geschafft über diese Zone, also auf Tagesschlusskursbasis. Das wäre für mich so der ultimative Trigger. Wenn wir uns da noch weiter reinzoomen und hier mal die Bodenbildung anschauen, dann wäre jetzt hier ein Tagesschlusskurs über 663 dänische Kronen durchaus mal nötig, dass wir hier einen nachhaltigen Ausbruch bekommen. Wir sind zumindest jetzt hier schon mal drüber gewickt. Wer sehr, sehr aggressiv ist, kann das natürlich jetzt auch schon als Kaufsignal nutzen. Aber für mich spielt da immer der Wochen- bzw. Tagesschlusskurs über so ein wichtiges Level eine wirklich große Rolle. Und wenn wir das machen, dann haben wir hier einen Dreifachboden, mindestens mal Doppelboden und einen direkten Trendwechsel auf kurzfristiger Ebene. Und dann sieht es gut aus. Also dann kann man hier auf jeden Fall einen Einstieg rechtfertigen. Und wenn wir uns da jetzt das CRV anschauen, hätten wir da ein CRV von über 3 aufs letzte Allzeithoch. Also jetzt hier echt eine attraktive Chance und möchte ich euch jetzt eben nochmal hier den Hinweis geben, dass hier Novo Nordisk gegebenenfalls eine gute Investitionsmöglichkeit darstellt. Wir sehen ja jetzt auch immer mehr Chancen am Gesamtmarkt. Da ist auch so ein bisschen Blut geflossen jetzt. Aber Novo Nordisk könnte ich mir gut vorstellen, dass sich jetzt hier auch vielleicht wieder vom US-Markt etwas entkoppeln könnte. Und ja, es ist jetzt eine historische Kaufchance, historisch hohe Dividendenrendite. Die Bewertung ist unglaublich abgesunken. Wir haben hier nur noch dieses KGV von 28. Und ich denke, da wisst ihr, also diese Bewertung ist jetzt im Vergleich der letzten Jahre wirklich attraktiv. Die war eigentlich immer viel höher. Von dem her, ja,
ist eine spannende Situation und ich denke, da kann man jetzt, wenn man einen Pharmawert im Depot haben möchte, definitiv mal Novo Nordisk im Auge behalten und ganz genau darauf achten, wenn dieses Kaufsignal letztlich auch konservativ ausgelöst wird. Aber da wäre es mir jetzt wichtig, gell, was hältst du denn von Novo Nordisk? Investierst du in Pharmaaktien oder hältst du da die Finger weg? Also spannende Frage. Für mich wäre es vor allem interessant, wenn wir jetzt hier rauslaufen aus dieser Bodenbildung, also erstmal dieses Kaufsignal auslösen und dann eben nochmal diese Bodenbildung hier antesten. Also wenn wir jetzt erst hier hochlaufen, dann gegebenenfalls nochmal runterkommen und uns hier stabilisieren, dann würde ich auch in diese Bewegung mit reingehen. Also ein Retest dieser Bodenbildung und dann nochmal ein Kaufsignal wäre absolut optimal, dieses Szenario. Aber ob es dann kommt, ist eben die Frage. Deswegen entweder Ausbruch kaufen oder auf den Retest hoffen. Das ist so einer der beiden Varianten, die man jetzt hier machen kann. Aber es ist natürlich keine Anlageberatung. Ich glaube, Novo Nordisk ist eine wirklich starke Aktie, ja, wo man, denke ich, auch viel profitieren kann und glaube eigentlich auch an die Zukunft dieses Unternehmens. Ja. Ja, aber das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, dann jetzt unbedingt Daumen nach oben da lassen. Unglaublich wichtig, auch für mich, motiviert mich natürlich. Wenn du dich jetzt noch interessierst für Realty Income und die aktuelle Situation oder für United Healthcare und Ultimate Frightline, dann schau dir doch einer der beiden Videos hier an. Danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und ciao, dein Börsenparkett.